Mit einem Literaturverwaltungsprogramm kann ich Referenzen suchen, sammeln, organisieren und über ein Plugin in meinen in Word geschriebenen Artikel einfügen. Heute wollen wir uns anschauen, wie Referenzen aus der Datenbank oder der Suchmaschine ins Literaturverwaltungsprogramm EndNote gelangen. Dabei geht es nicht um das Hinzufügen von einzelnen Referenzen, sondern von einer größeren Anzahl. Man kann auch aus einem Literaturverwaltungsprogramm heraus in Datenbanken suchen. Allerdings sind die Suchmöglichkeiten einfacher gestaltet, so dass ich empfehle, direkt in den Datenbanken selbst zu suchen, wie ich das schon in früheren Videos gezeigt habe. Ich habe mir nun in der Cochrane Library einen publizierten Review gesucht. Die Suchstrings im Anhang habe ich umgeschrieben für die Datenbanken und Plattformen, auf welchen ich suchen möchte. Vorbereitet habe ich das alles in einem Word-File, sodass ich jetzt nur noch die Suchstrings kopieren und einfügen muss. Ich habe die Suche für PubMed, Embase, die Cochrane Library und CINAHL auf EBSCO vorbereitet. Außerdem möchte ich in Google Scholar suchen. Die am häufigsten gebrauchten Literaturverwaltungsprogramme sind EndNote, davon gibt es eine Online- und eine Desktop-Version, Mendeley, Zotero und Citavi. Ich verwende hier EndNote in der Desktop-Version, weil es aus meiner Sicht am komfortabelsten ist, wenn es darum geht, am Ende Duplikate zu entfernen. Duplikate entstehen dadurch, dass man in den verschiedenen Datenbanken teilweise die gleichen Referenzen findet. Hier seht ihr die Suchstrategie in der Cochrane Library, die ich umgeschrieben habe für die verschiedenen Datenbanken. Hier das Beispiel von PubMed. Hier hat die Suche 123 Referenzen ergeben. Diese kann ich nun exportieren, indem ich auf Send to und Citation Manager gehe und All Results anwähle. Dadurch wird ein File generiert. Wenn ich dieses öffne, dann öffnet sich das bei mir direkt in EndNote. Und hier sehen wir 123 Referenzen. In Embase hat mir die Suche 177 Referenzen ergeben. Auch diese kann ich alle auf einmal exportieren. Ich wähle die aus, gehe auf Export und wähle das passende Format, in meinem Fall RES. Wenn ich die Datei öffne, dann öffnet sich die bei mir wiederum direkt in EndNote und wir sehen hier 177 importierte Referenzen. In der Cochrane Library habe ich 251 Referenzen gefunden. Diese teilen sich auf in 88 Cochrane Reviews, 162 Trials und eine Clinical Answer. Ich möchte die Clinical Trials exportieren. Ich wähle hier Select All, Export Selected Citations. Achtung, die Voreinstellung ist hier Plain Text. Ich möchte aber das RES-File. Und ich muss darauf achten, dass das Abstract mit heruntergeladen wird. Auch dies generiert mir wieder ein Export-File, welches ich durch Anklicken in EndNote öffnen kann. Und hier sehen wir die 162 importierten Referenzen. Dann habe ich die entsprechende Suche auch in CINAHL auf der Plattform EBSCO vorbereitet. Hier finde ich 62 Referenzen. Diese kann ich jetzt nicht direkt exportieren, sondern ich muss mir ein Exportfile zusenden lassen. Ich gehe also auf den Exportmanager. Ich wähle also Export Results und gebe hier meine E-Mail-Adresse ein. Hier muss ich auch wieder das richtige Fileformat anwählen, RES, und in den folgenden Minuten wird mir der Export per Mail zugestellt. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Suche auf Google Scholar. Da Google Scholar selber nicht ganz einfach zu durchsuchen ist, beziehungsweise auch der Export der Referenzen etwas mühsam ist, wähle ich dieses Tool Publish or Perish. Hier wähle ich als Suchoberfläche Google Scholar und verwende einen Teil meiner Suchbegriffe, die ich im Titel suchen möchte, und weitere, die ich im Rest des Textes, Abstract, Keywords und so weiter suchen möchte. Das ist jetzt nicht die ausgefeilteste Suche aller Zeiten und ich habe mir auch nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, die Suche hier korrekt umzusetzen. Hier finde ich 43 Referenzen. Auch diese kann ich abspeichern. Ich habe hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich wähle EndNote und speichere mir die Referenzen ab. Durch einen Doppelklick auf dieses generierte File öffnen sich diese dann wiederum in EndNote. Wir sehen hier 43 importierte Referenzen.
Diese sind leider nicht ganz so vollständig wie die Referenzen, die aus den Datenbanken kommen. Wir sehen hier, dass zum Beispiel nur ein Teil des Titels angegeben wurde und bei den Autoren, dass die Initialen vor dem Nachnamen stehen. Inzwischen sollte nun auch mein File aus der EBSCO-Datenbank angekommen sein. Ich suche das also in meinen Mails. Da erhalte ich einen ZIP-Ordner, den ich öffne und darin ein File, das ich wiederum durch Doppelklick öffnen kann. Die 62 Referenzen aus CINAHL sind nun auch in meinem EndNote-File vorhanden. Zur besseren Übersicht lasse ich mir noch die URLs anzeigen. Hier sehe ich dann etwas besser, aus welcher Datenbank welche Referenz stammt. Die Referenzen aus PubMed haben im Allgemeinen keine URL. Wie schon erwähnt, gibt es Referenzen, die sich nun doppelt und dreifach in meinem Datensatz befinden und diese möchte ich, so gut es geht, automatisiert herausfiltern. Es gibt dazu die Funktion Find Duplicates, aber dazu muss ich erst in den Präferenzen einstellen, was für mich als Duplikat gilt. Als Default ist bei EndNote eingestellt, wenn Autoren, Erscheinungsjahr und Titel gleich sind, dann handelt es sich um ein Duplikat. Ebenfalls ist hier noch gleicher Referenztyp gefragt, das wähle ich aber ab. Dann gehe ich auf OK, auf Library und Find Duplicates. Ich gehe jetzt nicht jedes einzelne durch, sondern ich wähle hier Cancel und die Duplikate werden mir markiert angezeigt. Durch einen Druck auf den Delete-Knopf kann ich die alle auf einmal löschen. Es können sich nun noch weitere Duplikate in meiner EndNote Library befinden. Hier muss man aber vorsichtiger vorgehen und kann die nicht einfach so automatisch herauslöschen. Ein Beispiel ist, wie man hier sieht, ein Artikel vom gleichen Autoren mit einem gleichen oder ähnlichen Titel, der aber in unterschiedlichen Journals publiziert wurde. Ein Kollege von mir hat ein umfangreicheres Tutorial auf YouTube gestellt, wie man solche Duplikate entfernt. Ich verlinke euch das unten. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist bei den Seitenzahlen. Nicht alle Datenbanken geben die Seitenzahlen gleich an. Hier sehen wir Seitenzahlen 376 bis 382, während in einer anderen Datenbank ein leicht anderes Format gewählt wird, 362 bis 72, also die 300 wird nicht wiederholt. Schließlich darf ich nicht vergessen, meine Suchen zu dokumentieren. In der Cochrane Library unter Print kann ich mir ein Textfile exportieren, in welchem meine Suche drin sind, meine Suchstrings und wie viele Referenzen gefunden wurden. Das speichere ich mir ab. In PubMed gehe ich nochmal auf die Advanced Search und drucke mir auch hier ein PDF von der Seite. Ich hoffe, diese Beispiele helfen euch weiter bei der Datenbanksuche, beim Export, bei eurem Systematic Review. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.